Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Arise. Weiter geht's durch Renner. Erster Bosskampf gemeistert. Was bekommen wir zur Belohnung? Wahrscheinlich einen zweiten Bosskampf. Schön in die Ecken gucken. Ich hoffe ja immer noch auf irgendeinen Rastplatz irgendwo. Ananas-Gelee, yippie! Das ist auch hilfreich. Invasionsraum, was? Und jetzt das gleiche nochmal rückwärts. We're back in that other room? Did the teleporter fail or something? Something feels off about it. Look! Everything's upside down! The furnishings are, at least. No, you're right. The whole room's flipped on its head. So what was once down is now up, and vice versa. I suppose the teleporter reversed our orientation then. Der Teleporter zum Eingang ist jetzt aktiv. Das bedeutet... Wir kommen jetzt bei so einem Eingangsteleporter raus. Die inaktiv waren. Ach ja. Ja, aber eine Raststätte ist hier auch nicht, gell? Bin natürlich zum Bergvulkan. Kann ich? Hoho, wir können einfach Schnellreise machen. Nebenmission? Also gibt es wieder etliche Nebenmissionen. Und soweit ich weiß, es gibt zwar New Game Plus, das allerdings irgendwie mit Artefakten funktioniert, was ich noch nicht so richtig geblickt habe. Aber ich habe schon gehört, man kommt wohl nicht mehr in die Spielwelt zurück, wenn wir beim Endboss waren. Dann würde ich jetzt tatsächlich Nebenmissionen erstmal abschließen wollen. Wir haben eigentlich noch viel offen. Zum Bergvulkan hätte ich jetzt gar nicht müssen. Tja, vielleicht wird Immersion, aber wir können ja schnell reisen. Ist hier eine Raststätte? Ja. We should be able to cook here. Hey, Shion. Why do you look so tense whenever we're traveling on the road? Do I? It's not something I do consciously. It makes you look really Renin in a way, if you get what I mean. Oh, not in a bad way, though. That's interesting. I never thought I'd see the day where you'd say something being Renin wasn't an insult. Well, the same goes for you, right? You don't go around saying it's bad to be Danon. True. I guess you have a point there. I love how much amazing food we get to eat even when we're out on the road. Me too.
especially compared to what I used to have when I was still a slave. This is paradise. It's amazing what good food can do to keep your hopes up. Nagal used to say all the time that the power of food is subtle, yet profound. Yeah, ain't that the truth? For whatever reason, I find I don't worry nearly as much when I've got a full stomach helping me out. That's why you shouldn't be such a picky eater. Huh? She's right. You always leave food that you don't like on your plate when you're done. Come on, what's the big deal? Back in the day, I couldn't think about leaving any food. It was such a waste not to eat at all. You needed every last scrap of energy. Exactly. Even when my brother and I didn't have much to eat, we all did what we could to make it taste good and enjoy what we had. That definitely explains a lot about why you cook the way you do, Kisara. Dohalim, I bet you don't know what any of that's like. You must be used to food being handed to you on a silver platter. Sometimes it was gold. You didn't shy away from that at all. Although, there was one experience that does come to mind. Oh? When I first learned that the food I ate originally came from animals and fish, I was rather taken aback. You just ate whatever was in front of you without even thinking about it? That's a silver-spooned elite for you. Your cooking has really improved, Shion. It's because of you that I understand what makes it so fun. I'm glad everyone seems to enjoy what I make, too. I've noticed a disturbing trend that after it's your turn to cook, our ingredients tend to run really low. What's up with that? That is a good point, Law. There's a weird difference between the amount of ingredients she prepares and how much food actually gets served. Curious. Very curious indeed. I don't know. Isn't it pretty normal for veggies to shrink a little when you fry them up? Or maybe she eats all the bad batches herself so we won't notice. Come on. I wouldn't do anything like that. Then how would you explain the difference? Ahem. I have a theory that I wish to propose. What is it? As we all know, Shion here can have quite the appetite. I imagine she often taste tests her own food as she prepares it. By my eye, it would appear that her footprints are leaving deeper impressions as of late. Far be it from me to level such an accusation, but the facts lead me to conclude that... She's been snacking while she cooks. And yet, she still looks so slender in her clothing. Yeah, I'm kind of envious, actually. Wait a sec, are you guys trying to say she's... I'm what? Nothing? Nothing. Shion, about that fight just now. Sorry about that. I was careless. I didn't come to criticize you. Just please take better care of yourself. You don't need to worry about me. In case you forgot, I can't exactly die anyway. It's like how you used to not care about getting beat up because you couldn't feel pain, and then I was the one to patch you up. It's the same thing. You're right. That is how I used to be. But this isn't the same. Then what do you mean? How is what's happening now different from what happened then? It's different now. Look, if you mean because you can feel pain again, It's because I don't want to see you getting hurt. You're right. When I couldn't feel any pain, I put myself in all sorts of dangerous situations. I didn't listen to anybody's warnings, and I made a lot of people worried for no good reason. It was foolish. This isn't about you and me being able to take pain. I don't want to have to see you get hurt, Shion. It's too much for me to take. Is that a crazy thing to say? No, it isn't. And I definitely don't like seeing you get hurt either, Alphen. We can't expect our enemies to show us any mercy, but I will do my best not to throw myself in harm's way out there either. How does that sound? I'm sorry if I sounded harsh earlier. I didn't mean to. I just really want you to take better care of yourself. I will. At least, for as long as I can. Was kochen wir denn Schönes? Gegrilltes Schweininchen, mir verdiente Kampfpunkte.
Vielleicht irgendwas, was mir Erfahrung gibt. Der Blattfisch. This looks perfect. Guaranteed to hit the spot. Hui. So viel Gelaber. Shion, could we talk a moment? I thought you had something to talk about. I was waiting on you. Not really. Why? Should I leave you alone when I don't? No, it's fine. We used to really have to force these conversations when we started talking to each other, didn't we? To say the least. Hey. What is it? Do you think you'd like to make something together? Make what exactly? Just if you wanna make dinner together. What did you think I meant? Huh? Dinner? Oh, dinner, yes. Yes, of course. Dinner. Right. What did you think I was talking about? No, it's nothing. Don't worry about it. Anyway, what did you have in mind? Well, do you recognize these ingredients? This is... Wait, is this? So you remember? That's right. We're going to fix the very first meal we ever had together. Although I remember it not being well received when we had it. You still remember that, huh? I'm sorry, Shion. I'm just teasing you, Alphen. I picked this recipe because it's easy to make, and I thought it would be a good choice for dinner, too. Anyway, let's get to work. With both of us making it, we should be finished in no time. I never thought we'd end up eating alone like this again. Just the two of us. Yeah. So much has changed when you look back on it. Well, I guess maybe not what we're eating, but still. No, I'd say even that's changed too, in a sense. Our meals are a whole lot better now. True. We've both come quite a long way in the culinary arts. That's not exactly what I mean. How do I put it? It feels like eating together is a lot more enjoyable than it used to be. Yeah, I get what you mean. Even after our battles are done, when Dahna is saved and our mission is finished, we'll probably still be sitting down to dinner like this, night after night. Yep, I doubt that much will change. You've always got to eat at some point. I hope our dinners will always feel like this. Maybe not exactly like this. Hopefully we won't still be camping out. Oh, no, not at all. I meant in a nice, warm house. One with a roof over our heads and a proper fireplace, instead of an open campfire. And real chairs instead of these logs. Nice plates and silverware on a big dining table. Oh, and a proper kitchen. That'd be nice too. And when it's time to fix dinner, we'll be in that kitchen. Standing side by side. Whoops. Looks like we made too much. I don't think we'll be able to finish all this. Yeah, you're right. I'll see if anybody else is still awake. I'd really hate to have to throw it away. Side by side, huh? Du hast jetzt eine tiefere Bindung zu Shion. I'm looking forward to breakfast. Explosiver Ansturm. Morning. Ready to head out? Ah, 552 HP voll. So, lass mal gucken. Standortliste. Moskul. Das ist doch der Doc. Der Doc hat eine Mission, die müssen wir auf jeden Fall erledigen. Unser alter Doc. Looks like we made it here in one piece. I never realized before just how hot this place is. It's like being inside a fire. You're only just noticing? Ah, yes, forgive me. The whole lack of sensory feedback situation. That's the one. It's hard to believe I once worked in this soup, let alone helped spearhead a revolution. And all with the mask concealing your face.
It must have been very grimy beneath that. Back then, we had our plates full enough dealing with constant abuse from our Renan overlords. It never occurred to me the air itself was oppressive in its own way. My head's spinning just with the effort it takes to walk. I think that's called heat stroke. You might want to take a sip of water. You mean that water that's been festering under the sun for days? I wouldn't chance it without boiling it first. Oh, I know. I'll go to the dock and fetch us some clean water. Water alone won't suffice. He'll need to ensure his sodium levels are replenished as well. In that case, let's see if we can rustle up some rock salt. Alphen, you go cool off in the shade for a while. Xion, stay and keep an eye on him. And then there were two. Bit of an overreaction, but it's still kind of them. Maybe it's not the time, but this place brings back memories. I know what you mean. We're back where it all started. You don't ever regret meeting me sometimes, do you? Are you kidding? You started all of this. Bringing down the wall, retrieving my sense of self. I have no regrets. Welcome back, Law. So, Doc, was geht ab? Oh, hi, Alphen. Hey. Hey, Cole, alles gut bei dir? Du siehst irgendwie fertig aus. Ich hab echt Hunger. Wir haben immer noch nicht genug Essen, obwohl die Renea nicht mehr hier sind. Das ist nicht gut. Gibt es denn keine Möglichkeit, Essen von außerhalb Kalaglias zu beschaffen? Yes. Die gibt es. Dank eurer ganzen Mühe konnten wir Handelsrouten schaffen und werden mit ein wenig Essen versorgt. Aber auch an anderen Orten gibt es nicht genug zu essen. Wir können nur wenig zwischen den Reichen vermitteln. Vor allem, weil es in diesem Reich größtenteils nur Felsen und Sand gibt. Just great. Wie traurig, ich wünschte, wir könnten noch mehr machen. Es besteht immer noch Hoffnung. Ich habe gehört, dass ein Händler aus Sislodia Schloss Glanimed besucht. How's this? Würdest du mal für uns mit ihm Got sprechen? it. Gerne mal sehen, wie er reagiert. Das erste könnt ihr gerne dieses Brot haben. Oh, danke. Wo hast du das her? Dann ist immer vorbereitet. Alright. Wie auch immer, machen wir uns auf den Weg zu Schloss Glanimed. Keine Sorge, Doc, wir helfen euch. How's this? Was haben die Renea wohl mit uns vor? Wahrscheinlich werden sie uns alle töten, weil wir uns gegen sie aufgelehnt haben, oder? Tja, das glaube ich nicht. Hey, she's pretty cute. Who are you looking at? Quit gawking and let's go. Ow! Alle sagen, dass die Renea wieder zurückkommen werden. Niemals, niemand möchte zu den Zuständen zurückkehren, wie sie hier vorgeherrscht haben. Wo sind Alphen und sein Flammenschwert? Wird er uns nicht retten, so wie er es immer getan hat? So, pass auf. Quests. Globale Verbindung. Sprich mit dem Händler im Schloss Glanimed. Zeig's auf der Karte. Wo ist denn das? Glanimed. Ach so, das ist das Flammenschloss ganz vom Anfang. Ja, ab geht's. Hier ein bisschen nach oben. Weit ist okay. Aufzug. Da drüber hüpfen ging ja nicht, gell?
Was machst du da? Ich habe Angst, dass die Strahlaugen in diesem Schlacht erneut Feuer anzünden. In diesem Schacht, oder? Schacht. Hey, Alvin, what do you think of that chick over there? Doesn't look like she really works out. I'm not talking about her muscles, you dummy! Ich möchte nicht umgeben von all diesen Felsen sterben. Aber ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen kann. Ist es überall in Dahna so schlimm? Können wir da jetzt abkürzen? Sollten wir beide sterben, dann können wir es zumindest dort tun, wo wir nicht in den Himmel starren müssen. Dieser Ort hier tut es auch. Ist mir egal, wo wir hingehen, Schatz. Solange du an meiner Seite bist, bin ich zufrieden. Drittes. War das richtig? Ja. Nein, nicht der. Ist das nicht Gourmet so? Gourmet dann? Ja, ja. Gordeno. Oh, Hey, und wenn das mal nicht unser alter Feinschmeckerfreund ist. Diesmal hat's dich also nach Calagnia verschlagen, was? Alvin, endlich! Ich habe auf dich gewartet. hey! Oh, mit ihm willst du also sprechen, mit mir aber nicht. Klasse. Yes! Weil ich bemerke, dass auf deinen Gaumen nicht so richtig Verlass ist. Wie geht's, Gordeno? Hast du ein neues Rezept gefunden? Eigentlich ganz im Gegenteil, ich finde hier nichts. Hier ist Calagnia. Hier in Calagnia gibt es keine feinen Delikatessen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, mir fällt auch keine ein. Ich möchte etwas mitnehmen, aber wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, was ich tun soll. Sure. Wenn du nichts findest, warum stellst du dir nicht einfach selbst was zusammen? Was? Es gibt hier in den Gefilden immer noch was zu essen. Warum zauberst du nicht einfach was Gutes aus den Sachen, die du findest? Darum geht's doch beim Kochen, oder? Gerade du müsstest das doch wissen. I don't believe this. Oh, du hast echt Mumm zu glauben, mich beim Thema Essen belehren zu wollen, junge Dame. Aber du hast absolut recht. Ich bin nicht nur ein feiner Gourmet, sondern auch ein Koch par excellence. Ah! Sieh zu und lerne, wie ich meine jahrelange kulinarische Expertise nutze, um das beste Gericht zu zaubern, das dieses Land je gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er jemals schon mal was anderes zubereitet hat. Okay! Oh ja? Na, wenn du schon so selbstbewusst bist, nehme ich natürlich gerne etwas mit nach Hause. Great! Lass mich helfen. Das betrifft Calagnia. Also ist das eine persönliche Sache für mich. Gerne. Wenn das so ist, würdest du mir ein paar Zutaten besorgen, wie beispielsweise etwas Weizen und ein paar Eier. Wir haben, was du brauchst. Good. Wir haben eigentlich schon alles, was wir brauchen. Nice work. Großartig, dann kann ich mich jetzt an die Arbeit machen. Ah! Mit diesen Zutaten und all meinem Wissen und meiner Erfahrung wird das Ergebnis ganz exquisit. Erledigt. This is... Was ist das? Sowas wie gebratenes Brot? Probieren wir es mal. Wow. Wow, wie lecker. Du hast die Zutaten wirklich gut verarbeitet. Das hat er echt gut gemacht. Aber findest du das Innere nicht auch noch ein bisschen teigig? Ja, außerdem finde ich gutes, altes, gebratenes Brot nicht sonderlich einfallsreich. Trotz meiner Fähigkeiten liegt anscheinend noch Arbeit vor mir. Gebratenes Brot, das immer noch teigig ist. Wartet, ich hab's. Wie wär's damit? This is... Sollen das Ringe sein? Yes! Ja, ich habe mich von den Architektur des Schlosses inspirieren lassen. Ich nenne sie Glanime Donuts. Okay, ich probiere einen. Oh, Oh, wie lecker und knusprig die sind. Amazing! Ja, die schmecken super, ich bin im Himmel. Ich hatte ja keine Ahnung, dass man sowas in Calagnia zubereiten kann. Die mag ich. Die sehen auch irgendwie besonders aus. Damit kann ich was anfangen. Nice work. Ausgezeichnet. Ich bin froh, dass sich meine ganze harte Arbeit gelohnt hat. Hey, was hältst du davon, sie zu verkaufen?
Nehme einen ganzen Haufen mit zurück nach Sislodia. Die werden ein Hit. Wer sollte ich? Wisst ihr, mit mir ist was klar geworden, nachdem ich die Donuts für euch zubereitet habe. Very nice. Kochen hat die Kraft, Menschen zum Strahlen zu bringen. Und ich möchte dieses Gefühl überall auslösen. Wir haben einen Deal. Es gibt keine feinere Delikatesse als die Freude im Herzen über eine gute Mahlzeit. Darum geht es als Gourmet wirklich. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bringe dir das Rezept für die Donuts bei. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um dir für deine Hilfe zu danken. Danke, Cordino. Yes. Lass mich doch noch eine Sache fragen, bevor du gehst. Wie haben dir meine Donuts wirklich geschmeckt? Wie sie mir wirklich geschmeckt haben? Nun ja. Absolut. Exquisit. Damit ist meine kulinarische Suche endlich abgeschlossen. Glanimits Donut-Rezept. Okay. Hoffentlich zaubern diese Donuts jedem ein Lächeln ins Gesicht, der sie isst. Okay. Wow, ich muss den Händlern in anderen Reichen alles über diese Donuts erzählen. Falsch, da wollte ich. Zurück zu Doc. We've reached our destination. Alfon, du bist zurück. Hey. Ja, und ich habe was Essen mitgebracht. Bedien dich. Was ist das? So eine Art Süßigkeit? Yes. Und ja, von mir aus gern. Oh. Wow, die schmecken super. Ja, die sind echt lecker. Wo hast du die her? Ein Freund von uns hat sie im Schloss Glanimit mit Zutaten aus der Umgebung zubereitet. Wirklich? Man kann hier in Calaglia so leckere Sachen zubereiten? Auch der Händler aus Sislodia mochte sie. Ich denke, dass der Handel zwischen unseren Reichen dank der Donuts wieder zunimmt. Ja, wir konnten diese leckeren Donuts überall verkaufen. Wie toll. Es ist so cool zu wissen, dass wir hier solche Sachen zubereiten können. Yes. Schätze, ich sollte jetzt aufhören, immer so viel rumzujammern. Mal sehen, was sich hier in Calaglia noch so alles zubereiten lässt. So kann ich mich für dein Brot revanchieren, Fräulein. Ich bin gespannt, was du als nächstes zubereitest. Angestelltenuniform. We avoided getting roasted in that ring. But what we could really use is something to cap this off. Sure. Got any ideas on what would be good? Mabo curry. Fried bread stuffed with curry. You'd probably buy out the whole stock. Ich habe Angst, furchtbare Angst, aber ich weiß, dass wir das nicht haben, Elfen. Deshalb werde ich nicht weinen, versprochen. Die Angestelltenuniform. Ist die hier drin? Aha, gibt's die ja für Mädels? Weiter geht's. In Ulsebeck braucht jemand unsere Hilfe. Let's see what's going on around here. Wo ist die Quest? Da There might be oben? someone who could use our help. Ah, da steht er. Grüß Gottle. Yeah. Hey, wie es aussieht, habt ihr gut zu tun. Oh, Hey. das kann man so sagen, aber du scheinst ja selbst gute Dinge zu sein, Grena. Gib mein Bestes. Wenn ich eines kann, dann optimistisch bleiben. Gerade wenn alle Leute Angst haben, ist es umso wichtiger, dass Leute wie wir standhaft bleiben und die Hoffnung am Leben erhalten, weißt du? Du sagst es. Und was ist dir über die Leber gelaufen? Mir geht's gut, schätze ich. Ja, das klingt aber nicht danach. Wenn Zephyr dich so sehen würde, wäre er nicht begeistert.
Lena, lass mal gut sein. Habe ich was Falsches gesagt? Oh, richtig. Yeah. Wie dem auch sei, da fällt mir ein, dass Nace euch um einen Gefallen bitten wollte. Ach ja, worum geht es? Sprecht am besten selbst mit ihm, richtet ihm aus, dass ich euch geschickt habe. Bis dann. Just great. Der ist ja eilig davon gehetzt. Die Sache mit Sefe, ich meine mit deinem Vater, das belastet dich immer noch sehr. I guess. Ich kenne jede Karmesinkrähe, seit ich klein war. Also weiß ich genau, wie sehr sie ihn bewunderten. Es ist ja nicht so, als würde jemand mit dem Finger auf mich zeigen, aber es ist schwer vorstellbar, dass sie mich nicht irgendwie hassen. Willst du hier warten, während wir mit Nace reden? Thanks. Nein, ich komme mit. Vom Rumstehen und Warten wird es mir auch nicht besser gehen. Sprich mit Nate. Wo bist du, Nate? Wo bist du, Nate? Da ist Nate. Huh? Oh, hallo zusammen. Was kann ich für euch tun? Das wollten wir eigentlich dich fragen. Grenar hat uns geschickt, mit dir zu reden. Du wolltest uns um einen Gefallen bitten? Gefallen? Ja, Gefallen? Ah, jetzt weiß ich wieder. Ihr kennt doch das Iglia-Ödland, oder? Da lebt ein Suggel. Wäre toll, wenn ihr den erledigen könntet. Das erste haben wir geschafft, ihn in Schach zu halten und die Straßen zu sperren. Aber wer weiß, wann er sich befreit und wieder Probleme macht. Alright. Ah, das war hinter diesem Stein. Das haben wir schon gedacht, dass man diesen Stein nicht wegmachen kann. Klingt logisch. Und jetzt sollen wir dafür sorgen, dass es nie dazu kommt. Ja, mehr oder weniger, aber ich will nicht dich darum bitten, Alphen. Law soll sich stattdessen drum kümmern. Ich? Wirklich? Ist ein Problem damit? Nein, das nicht, aber... Alright. Gut, dann mach dich so schnell wie möglich an die Arbeit. Wenn du die Barriere einreißen musst, um ihn zu erledigen, dann ist das kein Problem. Also, das war alles von mir. Enttäusche mich nicht, hörst du? I guess. Was ist mit diesem Typen los? Erst fängt Grena an, sich so komisch zu benehmen. Jetzt auch noch Nate. Es liegt an mir, weil ich für den Tod meines Vaters verantwortlich bin. Ja, nein, schon gut. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, nach allem, was sie meinetwegen durchgemacht Got haben. it. Niemand hat gesagt, dass wir dir nicht helfen dürfen. Wir kommen mit. Ein Suggel. Platt machen. Und der ist wo? Iglia-Ödland. Genau hier. Na, da können wir doch raus, oder? Das hier? Iglia-Ödland, ja. Ein bisschen Glück finden wir auch noch eine Eule. Den Hudel. Okay, off we go. Off we go, aber in der nächsten Folge dann. Danke fürs Zuschauen heute wieder. Alles Gute wünscht euer Spieli. Ciao.